Hallo allesamt. Ich möchte den neuesten Podcast von Inelia Benz übersetzen. What will you create next? Was wirst du als nächstes erschaffen? Und ich finde, da sind viele wichtige Punkte drin. Und auch, also mich interessiert das Thema auch im Besonderen oder resoniert immer sehr mit mir, weil ich in meiner Umgebung viele Menschen sehe, die so scheinbar darauf warten, dass irgendwas aufhört oder irgendwas passiert oder warten, wie es weitergeht. Und ich habe so dieses ganz deutliche Gefühl, also es ist mehr als ein Gefühl, dass dass wir das passieren lassen, was passiert. Da gibt es so einen Spruch von Henri Bergson, das ist so ein belgischer Philosoph, glaube ich, weiß gar nicht genau. Der hat mal gesagt, das hängt ganz groß an meiner Küchenwand, der hat gesagt, the future cannot any longer be what is going to happen. It is what are we going to do? Also die Zukunft kann nicht länger bedeuten, zu sagen, was passiert als nächstes, sondern was tun wir als nächstes. Und ja, das geht mir sehr so und freue mich, dass Inelia uns da auch ein bisschen mehr auf die Spur bringt. Und ich starte also mittendrin und übersetze wie immer recht ganz frei, so wie es gerade kommt. What comes next? Are we going to get it right this time? We did talk about what was it? What comes next? Or last time we talked about. We talked about. Are you ready for this pandemic in quotation marks to be over? And then you thought it was going to be over, but I kept saying no. It's just about. Are you ready for it to be over? Yeah. Not that it's going to be over, because even if it takes a different name, it's not over. The split is not over. Ja, also es beginnt damit, dass Larry sagt, ja, what comes next? Also was passiert als nächstes? Werden wir es diesmal hinkriegen? Werden wir es nicht versauen? Und dann leiten sie dazu über, dass ja beim letzten Mal war das Thema, bist du bereit dafür, dass die Pandemie zu Ende ist? Und dann ging es ja nicht darum, dass sie wirklich zu Ende ist, sondern wärst du bereit dafür? Und zu Ende ist sie ja noch eine Weile nicht. Das hatte Inelia ja auch ziemlich klargestellt. Und aber auch, dass der Split, also dass die Trennung der beiden menschlichen kollektiven Bewusstseine nicht davon abhängt, also dass die damit gar nichts zu tun hat. Das habe ich sogar so ein bisschen vorgegriffen, das sagt sie nämlich jetzt erst. But is the split the quote, pandemic, end of quote? Is the split depending on the pandemic to be over? Right. For the split to be over? Mm-hmm. No. Stages, cycles, and to-dos. There's a lot of interesting aspects about that. Also Inelia sagt natürlich, der Split ist nicht abhängig von der Pandemie. And I thought today we could talk about what's next, If it's over, then what is next, right? Aber selbst wenn, also wenn dann der Split fertig ist sozusagen, also die Trennung wirklich erfolgt, was kommt dann als nächstes? Was passiert als nächstes? What is next? Well, I saw something on YouTube. You did? Yeah, yes, said that the 2012 calendar thing, where the 2012 and the time starts over thing, remember that? Uh-huh. Was that Mayan or was? Yeah, the Mayan calendar. Well, the Aztec calendar has it for 26th of May, 2021, which was yesterday. Oh, okay. So it all starts yesterday. There's always a new calendar, man. And I think we had a eclipse also. Yeah, people talked about the eclipse. So that happened, and now today. Also Larry sagt, er hat auf YouTube was über den Maya-Kalender gelesen und da ging es nicht um 2012, sondern um tatsächlich den Tag, am Tag vor dem Podcast, also 6.6. Nach dem Maya-Kalender begann wohl da diese neue Zeit. Und ja, interessant. Und jetzt wollen die beiden über die Eclipse, also über die Sonnenfinsternis sprechen und diesen Neumond am 10. Is the first day of the new world, A total eclipse according of the to sun. Aztecs. Yeah.
Und nach den Azteken zufolge ist das der erste Tag der neuen Welt. Und es ist spannend, jetzt mal außerhalb von Inelia. Ich habe jetzt an vielen Stellen was darüber gehört und finde es sehr spannend. So what do you think about that? It already happened. What did? 2012 and May 26, 2021. They both already happened. Now it's the new world. It is next. It is next. Now we are at the next. Und ja, Larry sagt, also dann ist es jetzt. Jetzt ist die neue Welt. Und es hat schon begonnen. Okay, well, I look around when we go to the town and stuff and I don't see next. I see process. Oh, okay. Und Inelia sagt aber, wenn sie jetzt durch die Stadt geht und sich genau umschaut, dann sieht sie jetzt noch nicht das Neue, sondern sie sieht einen Prozess. Okay. So one of the things that you brought up earlier, I thought it was very important to remind individuals who are listening to this podcast, is that the energy of waiting to see what's next or responding to environmental factors is not what we are doing right now. Also Inelia möchte daran erinnern, dass sie es für echt wichtig hält, dass diese Energie des Wartens auf das, was als nächstes passiert, dieses Abwarten, diese Energie des Abwartens, nicht das ist, was wir jetzt zu tun haben. As a high frequency individual, we create the what next. Also als hochfrequente individuelle Wesen warten wir nicht, was als nächstes passiert, sondern wir kreieren das, was als nächstes passiert. So it's important not to wonder what's going to happen next, but actually say, what do I want to happen next? And then do it. Also es geht nicht darum zu sagen, was passiert als nächstes, sondern was möchte ich, dass es als nächstes passiert und es dann auch zu tun. Right, carry on and do it. So one of the side effects of the last year, thereabouts, I don't know for everyone, but for a lot of people I see around, and for when I try to find a crew, to go fishing and do whatever else, is a somewhat lackadaisical energy level. Like it's a little bit low. Like to go do something, create something, that energy is it's okay, I'm fine if I don't, it's sort of like everybody's a lottery winner they got. Also Larry sagt, dass es ihm so fast wie so ein Nebeneffekt dieses letzten Jahres erscheint, wo alles so runtergefahren wurde und alles so langsam war und ruhig und alles ist zur Ruhe gekommen, dass das irgendwie immer noch uns hinterherhängt und diese Energie von jetzt was Neues zu kreieren so ein bisschen lahm irgendwie ist. Also dass es so ist, okay, jetzt was Neues, aber dass das gar nicht so einen Push gibt bisher. $300 a week or $1,000 a week unemployment. They really don't need to do anything. Just go live their life however they wanted to. And I don't know what a lot of them are doing, but a lot of them aren't doing things like creating things or doing things. They're just like being around, Und es gibt viele Menschen, die irgendwie sich jetzt so eben eingerichtet haben mit der Situation, die vielleicht nur sehr, sehr wenig Geld haben oder kriegen und einfach gar nicht viel tun, sondern einfach nur sind, einfach nur ihr Dasein so pflegen oder fristen. I see a lot of new bikes or really nice cars or people at the beach enjoying their life, but they aren't so devoted to or focused on like creating a thing, a structure for everyone to go enjoy the beach. They're just enjoying beach. Ja, also was Larry sagt, dass ihm fällt auf, dass er sieht die Menschen, wie sie ihr Leben genießen, auf Fahrrädern, in Autos, am Strand und also sie sind einfach am Strand. Sie kreieren nicht Situationen, sodass alle Menschen am Strand sein können oder eine Struktur oder ein System, sondern sie sind einfach am Strand und tun das nicht wirklich. I think that the first question we need to ask is, Larry, what's next?
I'm waiting for it. Exactly. That's the item, right? Ja, also wenn sie Larry die Frage stellt, Larry, was passiert als nächstes? Und der kommt erstmal lange nichts und der sagt dann, ja, ich warte drauf, was als nächstes ist. Und dann sagt sie, ja, genau das ist der Punkt, genau das ist der Punkt, den sie meint. And that's not made up. You can look that up. Anyway, yeah, those ain't gonna kill you. It's kind of like a toxin in your environment. You move away from that environment, no more problem. Maybe that's one of the reasons you suggested that living in the city might make your life more difficult. Yeah, this is one of the reasons. It is one of the It's reasons. like you're living in a toxic environment with more toxins. It's just gonna make it hard for yourself. Also ich hätte ein bisschen vorgespult. Die beiden sprachen über alles Mögliche, wie man sich einen Brunnen bauen kann und das ist ganz einfach, dass Larry sich da was drüber angeguckt hat auf YouTube und wie es ist in den Städten, wo jetzt viele Leute schon sich haben therapieren lassen und ja, das ganze Zeug, was da ausgeschieden wird, dann auch irgendwie im Grundwasser landet und überhaupt die ganze Umgebung giftiger wird und schwieriger wird. Also dass es hart macht für uns, für die Menschen, die da mit gar nichts zu tun haben wollen eigentlich, sich davon sauber zu halten und gesund zu halten. Also es ist einfach toxisch, die Umgebung immer mehr. Und Larry kommt drauf, dass das wohl der Grund ist, warum Inelia gesagt hat, ja, seht zu, dass ihr rauskommt aus den Städten und findet einen guten Ort. Yeah. But if you're tough and you can do it, why not? Yeah, go for it. Und Inelia sagt, aber ja, wenn es dir da gefällt, wo du bist und du bist hart im Nehmen, dann ja, warum nicht, wenn du es mit vollem Bewusstsein tust. Go for it. But dig a well in your yard. Dig a well. Aber grab dir einen Brunnen in deinem Garten. Oh my gosh. Yeah, so I was watching digging wells, and there's quite a few different techniques, and they're all fairly easy. I mean, you can even literally go on Amazon and say emergencywellkit.com, and there's a box comes in the mail with the pipes and stuff, and dig your own well. Amazon? Yeah. Wow. Wie gesagt, es ist sogar, du kannst sogar auf Amazon ein Kit bestellen, so ein ganzes Toolkit für deinen eigenen Brunnen zu graben und zu bauen, und das ist nicht mal besonders teuer. Yeah, and it doesn't cost very much for everything. Or you go to Home Depot or Lowe's or one of the home places. Bits and bobs, yeah. You can buy the bits, they have it. Or, watch the videos and get the stuff and make it yourself. Yeah. All of the things are doable. I'm not, in our environment, super worried about water, because we live, 10 miles away from the largest undeveloped lake in the state. Yes. Ja, also es ist nicht so schwierig, so einen Brunnen zu graben, und da, wo Larry und Inelia sind, da haben die kein Wasserproblem, weil da irgendwie ein See ziemlich in der Nähe ist. That is very true. We do have access to water. But I like the feeling Yeah. of, this isn't a mystery. Exactly. Yeah. I can do it. I can understand it. I can comprehend It's it. not a mystery and it's not hard. Und Larry sagt, ja, ihm gefällt es aber einfach zu wissen, das ist im Grunde genommen gar kein Problem und das ist leicht zu tun und ich kann das schaffen, und Inelia bestätigt das. It was about aliens, and I remember we had talked about aliens at some point in one of our podcasts a few times, yeah. A few months ago, that the next thing to pop in would probably be aliens, UFOs. I thought maybe they would go to the COVID-21 first and then the aliens, but they have to introduce the aliens slowly and build it up. Also in einem der letzten Podcasts haben sie ja über Außerirdische gesprochen und dass die wahrscheinlich jetzt demnächst mal mehr auftauchen würden, und es fängt ja schon auch an, irgendwie so bestätigte Berichte und sowas, bestätigte Videos, und Inelia sagt, sie dachte eigentlich, dass erst die Außerirdischen kommen und dann die 21er-Variante von der anderen Geschichte. Aber sie sagt, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir werden halt langsam vorbereitet auf die Außerirdischen, und deswegen kommt dann das wohl doch zuerst mit der 21er-Variante. Right. And but so the crisis would be when after the other when one. I see a mainstream thing, New York Times has that article out for a couple of years now. Yeah.
But now, 60 Minutes, mainstream TV, that's and the show core. part. That's the core mainstream TV. 60 That's a Minutes. core. Yeah. The show itself introduced the topic in a way that if I was like total, I suppose, been conditioned to not accept that there's such a thing as alien ships or all that UFOs they've all been proven to be swamp gas and stuff like that. Right. That I would see that and I would go, they are a real thing. Also das läuft im Mainstream, da hatten Sie auch schon mal drüber gesprochen, das ist so eine Reihe, die heißt, glaube ich, 60 Minutes, 60 Minuten und das ist richtig Mainstream TV und Larry meint, er guckt das ab und zu, so auch um mal zu schauen, wie die das präsentieren und er sagt, wenn er sich vorstellt, er wäre jemand, der überhaupt nicht daran glauben würde und würde das sehen, dann würde er nach einer Weile sagen, ja, doch, ich glaube, die gibt es wirklich. Also das ist denen jetzt schon mal gelungen. They just got new sensors. It's just now they just figured it out. They have new sensors and they're trying to figure out how to, what are these things? Are they a threat? Are they not? We don't have any control over them. They're in our airspace. If they were Russian fighter jets or Russian airplanes or Chinese airplanes doing the same thing, we'd be flipping out. But since we don't know what they are, we pretend they don't exist. Well, they exist and we need to do something about it. Kind of had that. Right. So and basically they're a real aerial physical thing, a physical thing on multiple spectrums, radar, and they had pictures like from the camera inside the jet, the guy on his iPhones. Oh, wow. Taking pictures and they're real silver little ball things. They weren't really like a ball. One looked like a little rocket with little wings on, little tiny stubby things on it, and just all kinds of weird shape to it. But it doesn't look terrestrial, meaning it looks like nothing that you've ever seen before. Und ja, also Larry beschreibt es nochmal ein bisschen, wie das aussah und das ist wirklich, dass man wirklich sieht, die Bilder sind echt, wo so ein Fighter-Pilot in seinem Jet mit seinem iPhone so ein Bild macht und das sind halt wirklich Dinge, die nicht nach Erde aussehen, die Art von Schiffen oder Sachen, die man da sieht. Sprechen Sie noch eine ganze Weile darüber, wie das so langsam eingeführt wird in die, also dass das was ganz Normales ist und dass es die gibt, also dass das zumindest erstmal außer Frage gestellt wird. Und Larry berichtet von einer Frau, die er kennt, die wirklich gar nicht dran geglaubt hat und das geschaut hat und wie die reagiert. She was a bit overwhelmed at first. It was like she was having a visceral, true response, which was, I have to readjust my entire world view because now this is a real thing and not a ridiculed thing. And now und sie hat wirklich gesagt so, oh Mann, jetzt muss ich wirklich meine Weltsicht verändern, weil das ist wirklich was Echtes. Das ist nichts zum Lachen und nichts, um sich drüber lustig zu machen, sondern das ist echt real. I have to really actually look at it from a science perspective, right? Also ich muss da wirklich aus einer wissenschaftlichen Perspektive nochmal drauf schauen, hat diese Frau gesagt. That's interesting, isn't it? Yeah, it was interesting. She didn't jump to threat, she jumped to, I need to quantify. Right, understand. Right. Yeah. Also die Reaktion von ihr war interessant, fand Larry, weil sie fühlte sich jetzt nicht bedroht, sondern sie war eher so, oh Mann, da muss ich jetzt mal mehr drüber rausfinden. Which, the next part, it's like... And who creates the next part? They're creating the next part subtly through the introduction, through the channels that they have, which are mainstream newses and TVs and videos and images, and the narrative they control leads you to consider and think and create in a certain way. Also, wie gesagt, was jetzt als nächstes kommt von den ich weiß mal nicht, wie ich die nennen soll, von den Systemkräften, ist das, also die lassen das kommen, was sie steuern können, wo sie noch Kontrolle darüber haben und das sind nun mal die Massenmedien, die Mainstream-Medien und darüber werden die alles Bilder, die sie transportieren, die Menschen sehen können und Berichte und darüber werden sie das transportieren, womit sie uns beeinflussen können, was
viel mehr was anderes haben sie ja gar nicht mehr. The next part. Their next part. Their next part. So what about our next part? What about? Genau, also das ist deren nächster Part, deren nächster Punkt. Aber was ist jetzt unser nächster Schritt, unser nächster Part? What have we done? Yeah. What do we say about these crafts and their existence, and what are you creating with them in a sense? Yeah. Und vor allem, was denken wir darüber, über die Außerirdischen und Raumschiffe, und was ist da unser Bild, unser Weltbild, und was ergibt da für uns Sinn? Und wenn Sie hier uns sagen, meinen Sie immer die Menschen, die sich mit Ihnen beschäftigen, ne? Also mit Inelia. Also wir Zuhörer. What do you say? Those crafts and these beings, no, I don't know about those particular crafts, but UFOs have been with us forever, since humanity was here. Und Inelia sagt ja, also sie weiß jetzt nichts über diese Raumschiffe, die da gezeigt werden, aber grundsätzlich waren Raumschiffe von Außerirdischen schon immer mit uns und in unserer Welt, und seitdem es die Menschheit gibt, natürlich. So they're not like Neo. Also es ist nichts Neues. And to me, the next part is what kind of communication or co-creation do we want with them? Und für mich bedeutet der nächste Schritt, den wir zu tun haben, ist, dass wir uns darüber klar werden, inwieweit wollen wir da einsteigen in die Kommunikation, wie soll die aussehen, wie soll die Zusammenarbeit aussehen damit, ne? Mit denen, die es gut meinen, also mit den Service to Others, die nicht so selbstsüchtigen Arten und Wesen. Right. These particular ones that are being released, I think you're right. I think they're probably human technology. Some of them at least. Yeah. Also Inelia vermutet, sie weiß es nicht, aber sie vermutet, dass das, was da so auf uns losgelassen wird, also das, was wir da zu sehen kriegen in Bildern und sowas, dass das schon eher menschliche Technologie ist, die Alien-Technologie nachmacht. Aber das vermutet sie einfach. Being kept under wraps for some sort of false flag thing. It feels that way. Und sie sagt, es fühlt sich für sie so an, als wären die halt da und im Spiel und bereit, um die für irgendwelche Einsätze unter falscher Flagge einzusetzen. So it's different to me, the what next, it's not about whether they exist or don't exist, or they just arrived on Earth or whatever. So, it's not that with regards to the UFOs. Yeah, you don't look at that as it's an unknown threat that we need to spend $1 trillion and go investigate it. Also Inelia sagt auch nochmal, also was der nächste Schritt ist, ist nicht zu sagen, okay, es gibt sie oder dass es irgendwas Neues ist, sondern einfach, wie sieht eben unser Miteinander damit aus. Yours is, there's very different frequency individuals and groups, and they've been here ever since the very start. They didn't just come here tomorrow or yesterday or 1950 or anything. And our frequency is shifting in our split from a low dark light to we want to create a light paradigm. And in a light paradigm, our communication with these crafts and the creatures in them is of a high frequency nature, which means what? Co-creation, right? Co-create. What do you create together? Gaia is interested in interstellar experience? Is that what we said before? I think so, yeah. Also diese außerirdischen Wesen, die sind ja schon immer, oder sind ja jetzt nicht neu, das sagen die beiden auch nochmal. Und Larry sagt auch, wenn wir jetzt die Menschheit und die Menschen auf der Erde ihre Schwingung erhöhen, dann kommen wir überhaupt erst in die Situation, dass wir mit denen sprechen können, mit denen interagieren und kommunizieren können, mit denen, die von der lichten Seite sind, also die Service to Other
sind und selber sehr hoch schwingen, weil die können vorher ja gar nichts mit uns anfangen. Warum sollten die vorher was mit uns zu tun haben wollen oder können? Und part of getting interstellar is connection with who's interstellar. Right. Yeah. You're not an island, although it sure appears to be that we're an island. Well, depends who you ask. I mean, ja, und das ist dann, genau, was passiert dann? Wozu ist diese Interaktion dann? Das ist dann die Co-Kreation. Also jetzt können wir in Co-Kreation gehen mit anderen Wesen, mit Wesen von anderen Planeten, Sternensystemen oder von ganz weit weg, was auch immer. Aber jetzt erst fangen wir an, das überhaupt, das überhaupt möglich werden zu lassen. Und das ist gut, wenn wir das erstmal als Intention überhaupt bei uns auf den Schirm bringen, als Möglichkeit. Das ist ja für viele auch noch wirklich so echt far out, also irgendwie sehr schwer greifbar. Und ja, spannend. If a light being encounters a light dark being interstellar individual, creates and contacts and sees light dark individuals, like tons and tons of them, they're probably not interested in establishing a communication with them, right? Probably not, no. Because that invites in something that I think you've written about in some of your books. Ja, also Larry fasst es auch nochmal zusammen, dass diese Interaktion überhaupt nur nicht möglich ist, wenn die einen hochschwingen und die anderen noch im Licht-Dunkel-Paradigma gefangen sind. But how about Saturn? Oh yeah, you were telling me a little bit being about Saturn. Being our original sun. I've heard that before. And obviously a different wavelength of sun. It was a dwarf, brown dwarf, something, so it put out a different frequency of light than the sun that we have right now. And electric universe stuff. And I haven't heard about the electric universe stuff, but that's, well, we can look up. I'll play a podcast for you. A new higher side chat talks about it, and it's interesting. Like our ocean's water came from Saturn, and the water in the rings of Saturn matches the water in our oceans. Nice. Jetzt geht es also um den Planeten Saturn und dass der wohl mal unsere ursprüngliche Sonne war und dass das Wasser in unseren Ozeanen genau das gleiche ist, was man in den Ringen von Saturn finden kann. And it's created and salty through the effect of the electric nature of the sun. Well, it was a sun. And that it's electric got short-circuited by the new sun, because the new sun was higher voltage. Oh. So it kind of like sucked the juice out and then left it in a state that it's in, and it's still there. And the plasma show that you could see from that happening was observed by ancient civilizations, and they recorded it, images of what they saw. And if you look at those now, you or me, we look at those on the wall, we go like, interesting squiggles, don't mean anything to me. But if you research high energy plasma, you'll see those exact images. There's like 25 images the plasma makes, and that's some of them. Jetzt geht es noch sehr viel weiter über den Saturn und diese. Ich kann da nicht so ganz folgen, das ist nicht so mein Thema mit dem Plasma und Elektrizität. Ich lasse es trotzdem noch weiterlaufen, weil da noch ein paar spannende Punkte kamen zum Thema Saturn. There's a whole bunch of awakened individuals who swear that Saturn is being used, and it's the core of the dark paradigm. Yeah. Okay. Also es gibt, Inelia kennt viele und weiß von vielen Menschen, die da schwören, dass Saturn benutzt wird für die im Licht-Dunkel-Paradigma und auf der dunklen Seite sind. The Saturn cult. What's his name? David Icke. David Icke. Yeah, I think he's one of those individuals who will say Saturn is evil or something. Ja, David Icke ist einer von denen. Saturn the place or Saturn the cult? Place. The place is, and they use Saturn. They have all these control mechanisms and machines and everything to bombard Earth. Oh, and recycle souls and et cetera, yeah, and collect them, yeah, reprogram there's a whole them. bunch of people who look at that and see that, which would be. Also es gibt wirklich viele Leute, die wirklich das so sehen, dass der Planet Saturn an sich dunkel ist, böse. Interesting, because there's a lot of victim-aggressor energy in that paradigm of belief,
And there's also a lot of data and things that support their thesis. Und Inelia stellt fest, dass da sehr viel Täter-Opfer-Energie drin ist in diesem Paradigma. Und obwohl es auch viel gibt, was das stützt. And there's the other side. There's just as many who talk about Saturn being our original sun and the core of life-giving for us as humans is more natural, is better, more enlightened, as it were. You know, so it's really fascinating, isn't it? It is, it is. Und andere sagen wieder genau das Gegenteil, eben, dass Saturn unsere eigentliche Sonne ist und viel besser für uns wäre als die jetzige Sonne. Und ich finde es spannend, dass diese gegensätzlichen Ansichten so bestehen können nebeneinander. It's like, Satan's salt. So. Oh, yeah, that makes sense. Und sie macht jetzt das Wortspiel Saturn, Satan, Sonne und Salz auch. That's right. Yeah. It's such a confusing mess. Yes, because it is. Everything you've been taught is backwards. Incomplete. So left is right is left now. That's not the sun, that's the sun, but that's not. Yeah. Ja, und beide stellen fest, dass wir irgendwie alles, was wir gelernt haben, ist irgendwie wie verdreht, völlig verdreht, rückwärts und widersprüchlich teilweise. That's a gas giant, and stars are hydrogen explosions, but they're not. They're something else. It's cold in the middle and hot on the outside, and if it's an explosion, it'd be hot in the middle and cold on the outside, and it's diverse. Everything's backwards. Yeah. No longer is it and it's actually probably approaching closer to the understanding of the true nature of reality, which is all things are actually true. Und ja, das ist halt verwirrend. Und Larry stellt fest, dass im Grunde genommen man das auch so sehen kann, dass in ihrer Natur alle Dinge wahr und richtig sind. Ne? Immer je nachdem, von welchem Punkt man sie betrachtet. And backwards is true, as is not backwards. Both of those are true. Yeah. They are what you're creating and experiencing. Yeah. So it's perfectly reasonable to create a heliocentric or a whatever the one is where the sun's in the middle and the plants go around it and everybody's sitting still. Yeah. That's perfectly fine and doable and creatable and believable and consciously experienceable. Yeah. You literally experience it as reality. Yeah. Und wenn wir was auf eine bestimmte Art vermittelt bekommen und eben daran glauben und es so erleben, dann kreieren wir ja damit unsere eigene Realität. Und so hat halt jeder auch seine eigene. No different than the one where the earth is still and the sun's going around it. Yeah. If that's what you've been raised with, born with, You have every data. belief of, all the data, you can use your eyes and see the sun clearly does that. It does that, yeah. That's as You're true an obviously not experience as moving. any other. Yeah. Ja, also jedes Weltbild kann man stützen durch Hunderte, Tausende von Beweisen oder Belegen dafür. Und im Weiteren sprechen die beiden noch viel über dieses Thema. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter vor und gehe einen Schritt weiter. Jetzt geht es darum, dass wir austreten aus dem, wie wir auch Dinge lernen und ganz neue Strukturen bilden in unserem Gehirn. Let's see, from the perspective of I will give you the question, I will give you the answer, and I repeat. I would say the person to step out of that brain structure and create a new brain structure to work from would be to step outside and ask questions that you haven't heard before. Ja, und Inelia beschreibt es so, für sie würde das so aussehen, wenn jemand da wirklich raustritt, dass ursprünglich ist es so, wir kriegen die Frage sozusagen und dann auch die Antwort darauf und das lernen wir auswendig. Und heraustreten würden wir, wenn wir ganz neue Fragen, also mit ganz neuen Fragen rauskommen, die noch nie einer gestellt hat. Yeah. So, why are the leaves green? We were taught in school because of chlorophyll and the sun and all that type of stuff, right? So something that is related to the leaf and being green, right? So for example, you could say
do we all experience green the same way? Na, zum Beispiel die Tatsache, Blätter sind grün wegen der Chlorophyll-Geschichte und Photosynthese und so, aber man könnte das ja auch so sehen, dass man sagt, okay, sehen wir alle das Grün auf die gleiche Art? Und diese Frage mal stellen. That's not a question that is asked very much on some level, university level people do, right? But it's already expanding, right? And then you look and see if there's any other people who give responses to that, and somebody will say, nope, everybody experiences different, but the agreement is that when you look at that, that's green, so now we know that that's green, but there's no, and another person says, well, there's no way to know, because there's no way to measure or see what another person is seeing. Ja, und das ist halt eine Frage, die wird selten gestellt, obwohl vielleicht an Universitäten mal tiefer da reingegangen wird, aber dann wird halt einfach gesagt, naja, das Grün ist halt grün und das wird jetzt einfach so gesagt, aber niemand kann ja bisher messen, wie ein anderer guckt. Right. Yeah, you can't quantify a perception. Exactly. And another one would be, well, the leaf, what does the leaf think about it? Does the leaf know it's green? Und was eigentlich, wenn man jetzt das Blatt mal anschaut, weiß das Blatt, dass es grün ist? No, you're getting there, right? Yeah. So that's expanding bits of your brain they're not normally used. And a lot of people, when you start going, okay, so what does the green perceive itself to be? What color does a leaf perceive itself to be? A lot of people will then go, that's just silly nonsense. Und das ist die Art, wie wir wirklich unser Gehirn insoweit verändern, als dass wir dann Bereiche benutzen, die sonst einfach ungenutzt bleiben. Wenn wir solche Fragen stellen, dann werden diese Bereiche aktiviert sozusagen. Und viele Menschen werden aber sowas hören und sagen, was ist denn das für ein Quatsch und wozu soll das gut sein? And walk away. And that's the one where the brain asking the questions that they already were taught were proper, good questions and the answers to them. Those are the ones that walk away, the ones that can't step out of that. And the they're people mesmerized in a sense. Yeah, and the people who stay to question what does the leaf perceive to be its color, those are the ones who are exercising their brain. Ja, und die das halt nicht möchten, die würden halt dann wegspazieren bei so einer Frage, und die das möchten, die bleiben halt und erkunden das und erweitern so ihre Hirnstrukturen und nutzen die. The other way, questions that are not asked and answers that are not wrote. So, in a sense, exploring, actually, it's what our true nature is, curiosity. Mm-hmm. The curiosity and allowing yourself to ask questions and find answers to questions that are not already answered even, I guess. Is that what you're saying? Yeah. Ja, also So es entspricht unserer Natur, einfach neugierig zu sein und Dinge herausfinden zu wollen und Fragen zu fragen, die noch nie gefragt You can wurden. explore. You go down that rabbit hole, that's a giant rabbit hole of stuff. Yes. Tons and tons of Tons data and for tons you of to look data at. to look at, but those are... And then, the most important part of that, even if the question has been asked before, and you find like tons and tons of data, the most important part of it is that you're exercising the part of your brain or your mind that doesn't receive like this is the answer part that you have to repeat. Mm-hmm. You have to actually figure it out. Also wenn wir das machen, dann benutzen wir tatsächlich Orte in unserem Gehirn, die wir überhaupt gar nicht benutzen, wenn wir halt nur dieses Auswendiglernen, diese Informationseingabe erfahren, sondern wenn wir das wirklich herausfinden müssen mit unserem Gehirn, da passiert was. Out of 1,000 answers, which one is the one that you're going to adapt? Right. Or adopt. Right. So from the mesmerized state, most of us have the same question. It's like, hey, my blah, 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 my daughter, my wife, my co-workers are mesmerized. How on earth can I get them to be not mesmerized? Und also mesmerized, das ist ein schönes Wort. Das ist von dem Mesmer, der hat so ein, also dieses Heilen mit Händen, genauer beschrieben, und da gibt es wie so eine Hypnose, so ein Magnetismus, und das sagt man, wenn einer mesmerized ist, dass der dann einfach so wie eine Mischung aus fasziniert und Stumpfheit so zugleich, also gar nicht mehr sich abwenden kann. Und Levi spricht halt davon weiterhin, ne, was wir tun können, wenn wir selber eben wach sind und die Menschen um uns herum in diesem Zustand sind, ne, dass die nichts merken, gar nichts merken, also gar nichts mehr
hinterfragen und ja, nochmal, was wir da tun können. So that they accept in different data and actually, not so much buy everything spoon-fed to them, I guess. Also, dass sie auch mal eine andere Art von Informationen akzeptieren, die aus einer anderen Ecke kommen und dass sie nicht nur sich wie so mit dem Trichter die Infos reinfüllen lassen. But essentially, really, most of the time we have an agenda about that. It's like, how do I get them to open their eyes and change their mind and not off themselves or whatever? How do I get them to not just believe everything that's said and not even accept that there might be a different answer, let alone you should look? Because, I mean, I'm sure all of us have that experience. Someone we know or care about, or someone we just know. Maybe we work with them. And you say, hey, man, you got to check this out. And they look at it and they say, bullshit. Say, but you didn't look. It's like, okay, I'll look. And they look. They don't. And they look, but they don't look. Yeah. They look, and their Okay, I looked at it. autopilot says, bullshit. it's bullshit. I've been trained that this is bullshit. I believe what I believe, so this is bullshit. Yeah. You know what I'm saying? It's like, how do you break through that? Yeah. Mesmerization. Yeah. And is that mesmerization actually someone's choice to stay there? Yeah. Also Larry fragt weiter, was können wir tun, um die Menschen da rauszukriegen, dass die wirklich sich was angucken und nicht nur sagen, ja, gucken und dann sagt der Autopilot, ja, ist ja alles Quatsch. Und dann fragt er am Ende, haben die denn wirklich eine Wahl, ob die in diesem Zustand bleiben oder nicht? Yeah, because we can go into I've been programmed this way and blah, blah, but at the same time, there's people who went to the same schools, had the same family, everything else, exactly the same, and they are larger thinkers, right? They think outside of the box. So is it a choice? Absolutely, it's a choice. Each person chooses what programs they integrate and make them themselves, right? Ja, also Inelia sagt, ja, jeder hat eine Wahl. Und es gibt immer auch größere Denker, die eben nicht alles einfach nur hinnehmen, sondern hinterfragen. Und jeder kann frei wählen, ob er etwas so akzeptiert, wie es ist oder eben nicht. Who they are. Everybody chooses that. And it might shock you and surprise you, but even individuals who stepped out of that mesmerized condition that are looking around and saying, hey, I'm not believing the script and I'm not believing the answers they're giving me. And when somebody like Dr. Cohen says there's no viruses, they don't just go, that's bullshit. They go, what? Wait, that's a really strange statement to make. I'm going to look at that. How would you think that? You're a doctor. Yeah, we all know there's viruses. I'm going to look at that. Okay, I'm going to research and I'm going to see why would you say that? Why would you say that? Yeah, exactly. Even those individuals. Yeah. Even you and me, who I think we're pretty broad-minded and we can allow new information in, pretty good information into our lives. We are mesmerized too. Und Inelia sagt, ja, wir müssen uns da nichts vormachen, denn auch alle, die denken, dass sie, also so, die wirklich weiterdenken und Dinge hinterfragen und sich auch als wach bezeichnen, auch wir sind in diesem Zustand auf eine Art. Vorher hat sie noch was Interessantes gesagt. Das ist jetzt nochmal ein Gedanke von mir. Das finde ich spannend wir haben die Wahl, aber warum treffen wir sie denn nicht? Wir haben sie dann schon getroffen, ne? Also ich denke mal, so empfinde ich das, die Menschen, die sich sozusagen entschieden haben, da weiter mitzuspielen, dieses Hell-Dunkel-Spiel und Licht-Dunkel-Spiel, und die haben sich ja schon entschieden, so gesehen haben die ihre Wahl schon getroffen, und dann muss man die auch nicht immer wieder da drauf stoßen oder sich wundern, warum wählen die denn nicht anders. Die haben halt schon gewählt. Klar könnten die sich jede Sekunde auch wieder umentscheiden und neu wählen und tun das vielleicht nicht aus bestimmten Gründen, die ihre Seele, ihr höheres Selbst wohl ganz genau weiß. What? Like 90%. 90%? 98% maybe mesmerized. Probably, yeah. Probably. I would agree with that. Working from programs and wrote answers and everything else.
Ja, sie sagt, 90% der Menschen geht sie davon aus, dass wir auf eine Art in diesem Zustand sind, mehr oder weniger. Und ja. Sometimes to different degrees, say for example in one area of your life, you might be 100%, in a different area you might be only 20%. Ja. Und es unterscheidet sich auch auf verschiedene Gebiete in unserem Leben. Ne? Manche sind vielleicht in der Beziehung wacher und andere in der anderen, manche vielleicht eher in der wissenschaftlichen Richtung, andere in der spirituellen oder was auch immer. Also das ist ja nicht eine, kann man nicht auf alles gleich ausschütten. Mesmerized. But yeah, every single person has that. And part of the work that I've done since 2010 is to try and get people out of that in every area of their life. From sex to work to relationships to money to working like every day, are they in present time or not? Or what kind of programs are they running? Und Inelia sagt, das ist das, was sie seit 2010 macht, diese Sachen, die sie entwickelt, um den Menschen zu helfen, in allen Bereichen ihres Lebens da rauszukommen aus diesem Zustand und wirklich wach zu sein. Every aspect of my work is to get them out of the mesmerized condition as much as possible. Und das betrifft tatsächlich jeden Aspekt ihrer Arbeit. Because once you step out of that mesmerized condition in different areas of your life, that's when you become sovereign and empowered. Weil erst dann wir überhaupt, also wenn wir aus diesem Zustand austreten, dieser programmierte, hypnotisierte Zustand, erst dann können wir überhaupt souverän und selbstermächtigt wirken. Then you make choices out of like real choices rather than a program that says you have to make that choice. Und dann haben wir wirklich die Wahl und agieren nicht aus einem Programm heraus, das sagt, du wählst jetzt das und das. Yep. You have been, and it's made a big difference in a lot of lives, you know. Yeah. Just the fear processing alone changes your reaction and your response to what you've been trained to do with fear. If you're afraid, you're supposed to do this. Mm-hmm. I think. So what comes next? What comes next? Also, wie geht's jetzt weiter? Was kommt als nächstes? Right? What's next? What's next is, like, what are they doing next? What is he doing next? What is she doing next? These people in your lives, these governments that are in control, quote unquote, of the territory that you exist on, whether it's the city, the reservation, the state, the country, the neighborhood. Also was bedeutet das, was passiert als nächstes? Was macht die Regierung als nächstes? Was machst du, er, sie, dein Kiez, deine Nachbarschaft, du selbst, die Leute um dich herum? Was machen die als nächstes? I don't know. Some neighborhoods have very intense structures of control, right? Yeah. So what is the HOE going to do next? What are you going to do next? So it's like you feel powerful and powerless at the same time, in the sense that if you live in a neighborhood with an HOA who's very strict and strong with their dictates and their list of okay do's and don'ts. Also, was kannst du machen, jeder einzelne von uns? Was machst du, wenn du dich im Grunde genommen sehr machtvoll fühlst und weißt, du bist ein Schöpfer und aber dich auch gleich machtlos fühlst und ohnmächtig, wenn du halt in einer Gegend lebst, wo zum Beispiel der Bürgermeister total strikte Anordnungen getroffen hat und ganz krasse Regeln bestehen. Also wie kannst du das machen? And their ability to control based on the agreement that you signed, giving them the power to do all of that, just for the right to be there. So like they came to your son's house and cut his vines off of his window that he loved very much. And he couldn't stop them. What next if they decide something, right? Ja, was, wenn da irgendwas entschieden wird, egal was es ist,
was dem du nicht direkt zugestimmt hast, aber dadurch zugestimmt hast, dass du dich in diese Situation begeben hast, dass du da lebst zum Beispiel. So, in the sense of you feel a bit powerless because you've given in some form or another way your agreement to have this in your life, and you get benefits from it. The HOA makes everybody's houses pleasing to your senses and your eyes in the sense of orderliness, but it also means that you're not free to do whatever the heck you want. Mhm. Ne, also wir sind es ja eingegangen, wir haben ja auch Vorteile von dem Ganzen. Ne? Dafür wird halt irgendwie, wenn man in so einem Haus lebt, wo man sich zum Beispiel eingemietet hat oder wie auch immer, da wird ja dann auch dafür gesorgt, dass alles in Ordnung bleibt, repariert wird, und man muss halt dadurch auch bestimmte Regeln einhalten und verliert ein Stück seiner Freiheit. You need to conform to what you've previously agreed to. Mm-hmm. So what do you do next includes what agreements have you already made? So like with the HOA, if they decide, yeah, maybe in the state of California, you don't have to wear a mask if you're vaccinated, but in our HOA club, you have to wear a mask no matter what, because we don't know who is and who isn't, for example. Und ja, es geht halt darum, dass du manchen Sachen hast du ja einfach schon zugestimmt, und wie gehst du jetzt damit um? Also es gibt einige Staaten, da musst du jetzt irgendwie keine Maske mehr aufsetzen, wenn du geimpft bist, wenn nicht, dann aber doch. Und woanders, da wo Larry und Inelia sind, ist es wohl so, also in der Stadt dann, dass alle eine tragen müssen, wenn man ja nicht weiß, wer und wer nicht. Mhm. And we don't have or allow exemptions, etc. Who knows? I'm just using that as a rough example. Right. So what's next? Well, in a sense, what's next we don't know, because we don't know what the HOA is going to do next. Mm-hmm. But at the same time, are we powerless to create what comes next? In other words, do we take over the HOA and become the HOA, and we just enforce the things that we want? Or what do you know? Same thing with our our reservation. It's locked. Also jetzt geht es darum, genau, wenn die also die HOA, ich weiß gar nicht, was das genau ist, vielleicht Agency for Health Care oder sowas. Also irgendwie so eine Organisation, die mit den Maßnahmen zu tun hat. Ja, was können wir tun, wenn wir ermächtigte, machtvolle Wesen sind und die solche Dinge machen? Übernehmen wir die? Können wir die irgendwie machtlos machen? Wie soll das gehen? Down until end of October at the earliest, something like that. Mm-hmm. Now, it's tough to be object to it, because I don't personally earn income or get support through tourists being there. Right. And so my experience of it is less people, which I happen to prefer, and less activity. It's more pristine, mm-hmm. more open and empty, and lone wolfy. Also Larry hat gar nichts dagegen, wenn das einfach alles ein bisschen weniger wird, weniger Aktivitäten, weniger Menschen und on the negative side, there's a lot of people really, really, really enjoying the experience of experiencing that space. That place is intensely beautiful. Yeah. And their experience of it, most all of them, is also that high, oh my God, this is just great. Yeah. So, you're in a mixed emotional state of, is this good, is this bad? It's okay, it's not okay, but it's outside of my control. Right. Ja, für viele ist es auch einfach völlig in Ordnung, die Situation, die genießen das, ne? Die mehr Ruhe und so. Und gut, auch wenn sie keine Kontrolle darüber haben, finden sie es okay. But I have consented to it by empowering the tribal government as it is, mm-hmm. and continue to allow it to exist. And living there. And genau, und wir haben unsere Zustimmung gegeben dadurch, dass wir diese Regierung in Kraft gesetzt haben, also dass wir unsere Stimmen abgeben, dass wir wählen, dass wir da leben, ne? Wir könnten ja weggehen von einem Ort, wo wir da nicht mit einverstanden sind. Living there, right. And I have a very good idea of what comes next there, mm-hmm. and the things that I would prefer, the state of being that I would bring, want to live in, mm-hmm. those are incompatible with what comes next.
Und das, was ich als nächstes vorhabe, ja, wo ich eine Vision von habe, wo ich weiß, wie es aussehen soll, das ist ja unvergleichbar mit der Haltung, okay, was passiert als nächstes? What comes next isn't going to be, it isn't a thing that some form of changing now is going to do anything besides call blame on yourself for bringing, you know? Und ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Dieses, was kommt als nächstes, ist einfach komplette Passivität, ne? So habe ich ihn jetzt interpretiert. So you almost feel like what comes next, you have to wait for those who've chosen the light dark side to go have their light dark experience and get it done and over with so we can continue. It's like, wow, das finde ich jetzt auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil wenn du das tust, ne, wenn wir also sagen, okay, was passiert als nächstes, jetzt warte ich mal ab, dann lassen wir ja das passieren, was die das Licht-Dunkel-Spiel weitermachen, also auf der anderen Seite vom Split sind, dann lassen wir die das ja kreieren und tun und ja, da wird mir ganz anders, wenn ich darüber nachdenke. Das ist ein guter Hinweis. Feel like you have to wait for that. Where you're mixed. Where you're not mixed, like our the Fossil Beach property we bought with a group of high frequency individuals, and we all pitched in money equally or whatever equally as we could have, and we agreed to govern ourselves through experiments, this one sociocracy, and little groups can make decisions and consensus and also dieser Bereich, den sie gekauft haben mit mehreren hochschwingenden Menschen und verschiedene Dinge da beschlossen haben, dass sie da Konsens finden, anwenden wollen für Entscheidungen und ja, sowas wie so ein Rat, so ein Council errichten wollen und alle haben was reingegeben und das ist ja eine ganz neue Kreation. Create the structures that we're interested in having together. Genau, und dass diese Strukturen, die man gerne hätte, die errichten die dort. And how to go about it? Well, is that the kind of what's next? Where you focus on the new thing entirely and you don't do anything in the place that you also exist in, like on the res, for example. What do you do about that? See what I mean? It's like the HOA. They have control and you've given it to them. And if you go ahead and create the other reality, the light-dark experience of the split is going to come up eventually. Yeah. And if you're premature in your thing, you're right? Yeah. See what I mean? Yeah. So I'm a bit confused. Well, I think one of the aspects... Also Larry sagt, er ist ein bisschen verwirrt, weil auf eine Art müssen wir ja auch warten, weil die ziehen ja ihr Ding durch und wir müssen es sie ja durchziehen lassen. Und auf die andere Art wollen wir selber das Neue kreieren und das läuft halt irgendwie noch ein bisschen parallel. Aspects of what I teach is let them have that experience, but don't feed it. Right. Oh, genau, und Inelia sagt, also wir können das gut parallel laufen lassen, wenn wir das erlauben, dass die diese Erfahrung haben, aber dass wir das eben nicht noch füttern, also dass wir da nicht noch energetisch reingehen. Don't add energy to it. Also dass wir keine Energie da reingeben. Ja. The stickers. Right. I could never get the sticker machine to print. Gosh. Yeah. And I so want to put some stickers up. I know. I think I might do it anyway because, I can resist anything but... Temptation. But righteousness in your righteous case. temptation. You can resist anything but righteous temptation. Right. Although I'm getting better at it. Oh, yeah, way better. Okay. So, go on. What do you suggest, honey? About what? So allow them to have their experience, sure. But don't feed it. Don't feed it. So you don't jump in the middle of it and try to restructure the system in the middle of its process. No. You do, in a sense, have to wait for that process to finish its Also, Larry will da noch ein bisschen mehr Klarheit von Inelia und arbeitet sich davor.
Und er sagt, also wenn er es richtig versteht, eben das nicht zu füttern, bedeutet auch, du springst da nicht mitten rein und versuchst das jetzt umzustrukturieren, sondern wartest auf eine Art schon, dass das selber, also dass das vorbei ist, weil wir müssen warten, dass es vorbei ist, weil sie das ja erlaubt, weil wir denen ja erlauben müssen, das zu tun. Finish its cycle. Yeah. Well, now we can experiment in a sense with creating in the spaces that we fully control the way that we want it to be, maybe? Right. So again, also wenn wir selber in einem Raum bleiben, bei dem wir die volle Kontrolle haben und unsere Kontrolle nicht abgeben, und von diesem Raum aus können wir agieren und die anderen sein lassen und es erlauben und unser eigenes errichten. Wow, das gefällt mir total gut. I guess in a sense you can enter into these other spaces that were, let's say, mixed all together. Mm-hmm. Like there's 50, 60, 80% light, dark, and 20 or 30% light, maybe. I don't know if I added the math up right. Oh, das war jetzt gerade spannend. Also er sagt 60, 70, 80% seiner Meinung nach gehen weiter mit dem Licht-Dunkel und 20, 30, 40% mit dem Light Paradigm. Some percent that are not quite decided, they're a little bit on the fence yet. Mm. You forgot the percentage of dark. And some percentage of dark, yeah. There's the light dark. I only call it all light dark. Okay. Dark. Und einige sind vielleicht doch noch nicht ganz entschieden oder haben es zumindest noch nicht im Bewusstsein, wenn das Hörer selbst ja schon entschieden hat. Und Inelia sagt, er hat auch vergessen, die nur dunkel sind und nicht lichtdunkel, sondern die ganz dunkel sind, die hat er irgendwie vergessen. Und Larry meint, ja, er zählt die halt zu den Lichtdunklen dazu. And light and dark. But it's not pure dark. And light dark together. Also, but dark's its own, light dark's its own, light's its own, and undecided is its own. Yeah, there's no undecided. So they're all decided. They just haven't jumped in the boat. One of the Genau, also Inelia betont nochmal, alle haben die Entscheidung schon getroffen, nur manche sind halt noch nicht praktisch die Schritte gegangen, die Konsequenz dessen sind, weil das vielleicht das Tagesbewusstsein noch nicht geschluckt hat. They have. Everybody's jumped on their boat already. Okay. Well, in that case. Und Inelia betont nochmal, dass jeder ist jetzt auf seinem, also wenn man das sieht, wie so zwei Boote, die losfahren und der Steg verschwindet und alle müssen springen. Sie sagt, jeder ist jetzt schon in seinem Boot mittlerweile. Da sind keine mehr, die noch warten, in welches springe ich dann. Jeder sitzt schon in seinem Boot. There's no point in trying to convince people one way or the other because they picked. Correct. Is that what you're saying? Yeah. Everybody actually picked in 2011. This is just the implementation of that pick. Ooh. Genau, und nochmal, Inelia hat es schon so oft gesagt, aber es ist immer wieder gut zu hören, denke ich, und sich das klar zu machen. Also jeder hat schon gewählt in 2011 und deswegen ist es auf keinen Fall ergibt es noch Sinn, irgendwen zu überzeugen, gar nicht. Speechless. Yeah, because it's like you're arguing with walls. Yeah. You can tell the wall all day long that, wall, you shouldn't be white. I mean, you should be gray. Come on, wall, change. Ja, Levi sagt nochmal, es ist halt wie gegen Wände zu sprechen. Unless you change your lighting and you can make it look gray, but it's going to be white on the core of it. Yeah. So spend your time and your focus and your energy essentially creating the new things that you want to enjoy. Exactly. Expand in your mind to allow in more data. Genau, konzentrier dich, gib deine Energie in das rein, was du Neues kreieren willst, und Inelia unterstützt das nochmal sehr. And what you're fed. Exercise exercise other sides of your brain so that you're. Genau, lass uns zusehen, dass wir die anderen Bereiche unseres Gehirns wachkriegen, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die neu sind, wo wir neu rangehen, und dass wir in allen Bereichen unseres Lebens wirklich komplett rauskommen aus diesem mesmerized, aus diesem hypnotischen Zustand. Your more expanded awareness is turned up
and not turn down, because now's a good time to open your eyes and look around and know what's coming if you can. I mean, if you knew it was coming tomorrow, would you want to know? Yes. How about? Ja, dass wir einfach da raustreten und wach bleiben und uns vorbereiten, so gut wir können, wenn wir wissen, was am nächsten Tag kommt. Uns klar, wollen wir es überhaupt wissen? Klar. Next week? Yes. How about next year? Yes. Und Larry fragt, würdest du auch gerne wissen, was nächste Woche kommt? Inelia sagt ja und nächstes Jahr ja. At the question of how do you feed that other reality, how do you feed the low frequency stuff? It is through your emotions mainly and your thoughts and actions too. Also wie passiert es überhaupt, wenn uns das passiert, dass wir die Low Frequency, die niedrigfrequente Welt und Wesen füttern? Es passiert hauptsächlich durch unsere Emotionen und nur in zweiter Reihe durch unsere Gedanken und unsere Taten. But if you feel angry and righteous, you're feeding it. Sobald wir irgendwie rechthaberisch uns fühlen oder ärgerlich, füttern wir es. If you're attacking it, you're feeding it. Wenn wir es attackieren, wenn wir innerlich schon alleine dagegen kämpfen, ohne das zu tun, füttern wir es. And it's not about not being emotional or like being like a robot. It's about processing your righteousness and then responding in a way that is true to your frequency. Und es geht jetzt nicht darum, plötzlich zum Roboter zu werden und jetzt gar keine Emotionen mehr zu haben oder zu reagieren, sondern das bewusst einfach, also das zu verarbeiten, dieses Automatische, also dass wir uns bewusst machen, was wir da empfinden und das umwandeln. And your frequency is... Also entsprechend unserer Frequenz umwandeln, dass wir vielleicht sagen, ja, jetzt nicht so gut, aber ist jetzt anscheinend dran oder was auch immer. A high frequency is creative, it is expansive, it's very loving, that's the energy that you are. Und was wir sind und sein wollen, dieses Hochschwingende, das ist liebend, das ist verständnisvoll, das ist kreativ und wenn wir das sind, und das sind wir, dann wollen wir auch so mit Informationen umgehen, auch wenn sie aus der niedrigfrequenten Welt kommen. Doesn't mean love your enemy because then they'll become a good person. It doesn't mean that at all. Und das heißt nicht, ich liebe deinen Feind, damit er dann auch ein Guter wird und auch dem Licht sich zuwendet. Darum geht es überhaupt nicht. Right. It means that you don't step into their game of righteousness and aggression. Das heißt nur, dass du bei deren Spiel von Rechthaberei und Aggression nicht mitmachst. Attack. You don't do that at an emotional level, mental level, physical level, verbal. You don't do it. Auf keiner Ebene, also weder verbal noch körperlich noch emotional, auf keiner Ebene. If you find yourself going there, just take a deep breath, count to 10 before you respond. Und wenn du mal merkst, dass du da reingehst, dass sowas passiert in dir, dann halte inne, atme einmal ganz tief ein und gehe in dich, bevor du anders antwortest. Right. Because all the anger and energy or righteousness energy that feeds that paradigm, it feeds it, so don't feed the beast. And you know, also füttere nicht das Monster. Whatever you say in that state of righteousness is going to make no difference to the other person at all. It's not going to make them change their mind. It's just going to make them more righteous themselves and just feed the beast too. Also wenn du irgendwie mal rechthaberisch redest zu jemandem, der so angefangen hat, dann bringt das gar nichts, weil du wirst dadurch seine eigene Rechthaberei und das, dass er glaubt, Recht zu haben, nur noch verstärken und du wirst ihn erst recht nicht überzeugen von was anderem. So, yeah. That's when I mean don't feed it, right? Or become like a savior or a martyr or all those type of things. Don't feed that. Yeah, so... Or an active participant in low frequency things. Ja, und dann sonst wirst du zum Märtyrer oder spielst denen noch zu, dann bist du ja praktisch ein aktiver Unterstützer dieser Seite. So when you say what comes next, there's a lot of different nexts. Yeah. And also wenn wir jetzt sagen, was kommt als nächstes, da gibt es viele verschiedene Nächstes. allow the nexts
to happen, and at the same time, as you're allowing nexts to happen, be preparing and making your own next as best you can without, I guess, interfering with other people's next. Is that kind of what you're saying? I mean, you're not going to not interfere because, you get engaged and interfere all the time, but it's not like you engage in a negative way, right? Or interfere in a kind of righteous way. Because we are connected. We're all one species. We're not like living in an island of just one person. Und das heißt jetzt nicht, dass man da gar nicht mehr, dass einen das alles gar nichts mehr angeht. Und klar, die Menschen, wir leben ja, sind ja keine Inselwesen, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, da passieren Ängste und da können wir ja auch drauf teilnehmen, nur eben aus unserer Schwingung heraus. So, how do you hold your tongue? Or I guess, if you're aware of the plot, the scheme, you know, basically the plot line, what's coming, and basically how the split gets done and engaged in a lot of ways with a lot of people, how do you not say anything? Ja, Levi fragt jetzt nochmal, okay, wie schaffen wir es dann einfach, uns auf die Zunge zu beißen mit unseren Liebsten um uns herum? Wie schaffen wir das, da nichts zu sagen, wenn wir es doch sozusagen besser wissen? And if you do say something and that doesn't seem better? Well, how? Like, give me an example. Somebody tells you, what? Somebody says, hey man, I just got this blah blah thing, injection, and I don't think it was a great idea. I don't feel good anymore. You're probably right. You're probably right. I'm sorry you're not feeling well. Ja, also Inelia kann sich das jetzt nicht so richtig vorstellen und sagt jetzt erst einmal ein konkretes Beispiel geben und dann sagt Larry, okay, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt so, Mensch, ich habe mir diese Injektion geben lassen und ich fühle mich aber gar nicht so gut und was kann ich da sagen? Und dann sagt Inelia, ja, man kann gar nichts sagen, man kann nur sagen, tut mir leid, dass es dir nicht so gut geht und wenn derjenige sagt, ja, ich glaube, es war doch keine so gute Idee gewesen, dann kann man ihm zustimmen und sagen, ja, ich denke, du hast recht, ohne da das weiter auszuführen. It is true, right? Yeah, it's probably right. Und mehr gibt es da nicht zu sagen. That's it. That's your level of engagement. It's easy to say in the hypothetical, but what if it's your daughter? It's not like easy to say in a hypothetical either. Well, it is easier to say in a hypothetical because it's a hypothetical nobody. But what if that hypothetical somebody is your daughter or your son? Mm-hmm. The same thing. Or your wife. Und Larry sagt jetzt, ja, das ist jetzt hier hypothetisch, aber was ist, wenn das dann im wirklichen Leben passiert mit jemandem, der dir echt nahe steht, mit deiner eigenen Tochter oder so? Und Inelia sagt, das ist kein Unterschied. Es ist genau das Gleiche. Life. Mm-hmm. Same thing. That's someone that you've been talking to for a year or more and trying to talk to the wall and make it gray, and they had still a white wall and they went ahead and did it anyway. I understand your decision. Thank you for telling me. Du kannst nur sagen, ich verstehe die Wahl, die du getroffen hast und mehr nicht. So how do you plan the future? What do you mean? Well, let's say it's your wife or your husband. You get your documents in order. Right, I know, that's what I mean. Okay, aber Larry fragt jetzt, wie planst du dann deine Zukunft, wenn das ist, sagen wir mal, deine Frau ist oder dein Mann, also dein Ehepartner? Und Inelia sagt, ja, sieh zu, dass du deine ganzen Papiere in Ordnung bringst. You get your documents in order and stuff, but you change your will. You're acting with the knowledge of what's likely to come from it. Uh-huh. And it may be they're just really, really, really sick, and now you have to take care of someone who's really, really sick. Oh, you can divorce them. Inelia ist da ziemlich pragmatisch und sagt, ja, das ist, ändere dein Testament und wenn du sie
Idee, wenn dir die Idee nicht gefällt, dich dann vielleicht um jemanden kümmern zu müssen, der dann sehr, sehr krank wird, dann musst du gehen, dich scheiden lassen. Well, yeah, you see what I'm saying. It's just like, you know, it's very high likely this is going to be the outcome. Yeah. So, you plan ahead. If you knew, what would you do? You plan ahead, you know. Ja, wenn du weißt, wie es wahrscheinlich ausgehen wird, dann plane. There's no real point in having a conversation with them except for, you know, I mean, what can you say? You can start preparing yourself, right? So preparing for that possibility. Yeah. The probability or possibility even. Mm-hmm. Yeah. So I suppose that's the same kind of thing as what do you do next? You still have to wait for the eventuality to happen, but you don't have to wait for that eventuality to have prepared for it. Right. And what type of the preparedness is something you can do right now, like love them to pieces, maybe go on a vacation that you have been putting presents, off forever. Yeah, tell them you love them because you haven't for a while. Ja. Ja, und wir können uns eben nur vorbereiten und dann doch eben wieder warten, aber dass dann das eintritt, worauf wir uns vorbereiten, aber währenddessen können wir ganz viel tun. Wir können in dieses Hochschwingende reingehen und bleiben und einfach lieben, so doll es geht und schöne Dinge mit den Menschen tun und ihnen was schenken, ihnen sagen, dass wir sie lieben und all sowas. Yeah, those are good things to do. Mm-hmm. You don't have to wait for that. No. You don't. Just do that now. Just do it. So that's what you do next. Mm-hmm. Now. Yeah. I hope that has cleared everything up. I hope so too. Ja. There's so many possibilities of what's next, right? Damit sollte alles klar sein eigentlich. Can you give us a short list or are we done? Plant your garden. Okay. Make sure you know where your water is. Okay. Jetzt kommt eine kurze Liste, also eine wichtige kurze Liste von Dingen, um die wir uns kümmern sollten. Also wir sollen unseren Garten bepflanzen mit essbaren Sachen, wir sollen Wasser sicherstellen. And, step into the river and stop holding on to the edges. And Und ja, wir können in den Fluss gehen und uns hineingleiten lassen und nicht mehr festhalten am Ufer. Around yourself and see who's with you and celebrate. Und guck, wer um dich herum ist und feiere. Habt's gut miteinander. Oh, yeah. That's a good idea. See who's with you and celebrate. Celebrate that you've found a tribe. Yeah. Tribe sitting right there. Feiere das, wenn du einen Stamm gefunden hast. Deinen Tribe. Nobody knows who it was. Who said it? All right, well, just keep on keeping on. Yep, we will. Okay, honey. Feel like 90% complete. Okay. There's still 10%. So 10% mesmerized. I think maybe 10% is mesmerized. Also Larry fühlt sich immer noch 10% auf der hypnotisierten, programmierten Schiene, aber immerhin, ansonsten war's das. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, das war nicht zu lang. Es ist immer sehr schwierig, welche Stellen ich ausschneiden soll und welche nicht, weil ich das ja auch immer vorher nicht genau weiß. Und ich bin da gerne für Hinweise, Vorschläge zu haben. Oder wenn auch jemand mal andere Podcasts hört und da bestimmte Stellen hat, die er gerne übersetzt haben möchte. Das ist sehr, sehr gerne immer auch. Ich möchte ja auch gerne möglichst viele Leute erreichen und wenn, sagen wir mal, in einem Podcast nur 5 Minuten wirklich spannend und wichtig sind und ich die erwische, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal.